Der FC Bayern München, deutscher Meister, zum 35. Mal. Das motiviert mich halt dann auch, wenn man sieht, dass wir Meister geworden sind für die neue Saison, dass ich einfach Gas geben soll oder muss und dann so zeigen, was ich drauf habe. Es macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich bin offiziell raus jetzt aus der Reha und ja, ich freue mich richtig. Bayern Amateure, meine Jungs. Campus Stories, let's go. Campus Stories, vamos. Campus Stories, let's go. Yes, sir. Ja, wir besuchen heute den Chabi hier in Nürnberg. Die werden jetzt gleich Training haben. Für den Chabi jetzt ja in letzter Zeit immer besser geworden. Hat jetzt das erste Mal von Beginn an ran dürfen und hat es ordentlich gemacht. Ist für uns alle natürlich ein großer Schritt wieder gewesen und für ihn besonders natürlich auch gebrannt darauf, sich endlich zeigen zu können. Und jetzt war es soweit und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. I think was like not so difficult choice because since the first day that this came out that I wanted to go alone, they was there since the first day. They talked with me and I believe in them. I had the confidence to come here and I think it was a right decision. Der Club ist natürlich schon ein großer Schritt, sage ich mal. Er ist ein gestandener Zweitligist mit Ambitionen und im Winter zu wechseln ist dann auch immer so eine Sache, die ein bisschen schwieriger ist, weil sie natürlich wenig Vorbereitung haben. Da geht es eigentlich gleich nahtlos weiter und da weiß man, dass es nicht so von auf Anhieb oft klappt. Da braucht man ein bisschen Zeit, bis man sich eingewöhnt hat. Das ist relativ kurz, das Frühjahr, aber der Chabi hat das, glaube ich, sehr gut angenommen. Wir bekommen immer sehr positives Feedback, sind da in gutem Austausch mit Nürnberg auch. Der als Typ, er ist so, er ist wissbegierig, er möchte alles wissen, er saugt auf, was der Trainer ihm sagt, bringt die Spieler zusammen, obwohl er kurze Zeit hier ist, verbreitet er positive Stimmung und genauso trainiert er und es macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. It's in the Christmas transfer, like to come in a team is difficult because the team is already built and coming the team is difficult, but I think they adapt, like I get adapt here really good because the people since the first day they talk to me and they help me a lot. I think I took the best place to come and I'm really happy and yeah, I adapt really good I think. Like the fans everywhere where you go is full of people and it's really nice I swear. I like it a lot. I don't know, I never watched second Bundesliga before, like I didn't knew that everywhere where you go is crazy fans, stadium's crazy and football is crazy as well, like everybody can fight and you can play against whoever, they will fight you and I don't know, it's really big difference, like it's more everything, technique, physics, everything, it's way different.
Also der strahlt für das junge Alter, strahlt er schon sehr viel Ballruhe aus. Ja, also er weiß sich zu positionieren in den Räumen, hat Ruhe am Ball, findet immer gute Lösungen, ja, hat Qualitäten, um das Spiel anzukurbeln. Mit Ball ist er richtig gut, weil er viele Variationen hat. Er nutzt auch öfter seinen linken Fuß und gegen den Ball hat er die richtige Einstellung zu dem Beruf. Ja, er läuft sehr, sehr viel und intensiv. Es ist sehr unangenehm, gegen ihn zu spielen. For me, off the pitch, it's changed a lot because like I had my friends there in Munich because I was there 4 years or 3.5, and I had friends, things like that, and yeah, it's a little bit different. Like it's bigger city, Munich, and all this, but here I'm comfortable. My life is really good. I moved here to my apartment, and it's really comfortable. And yeah, in the pitch, I think I became in a professional team, and it was really nice to me because I wanted this since the first day I left, and for me being a professional team like Nürnberg is top, and I'm really thankful, and yeah, I keep going like this because since now the minutes I get I enjoy it a lot, and it was really nice to play. Okay, ciao. Also Timo Kern ist ja zu mir gestoßen am Ende seiner Spielerkarriere. Er war ja die Amateurlegende, hat dann seine Karriere beendet und hat schon bevor seinem Karriereende ein bisschen mit mir zusammengearbeitet und unterstützt mich jetzt da Vollzeit eben in der Betreuung unserer ganzen Leihkandidaten und Leihspieler. Der Timo war ja schon bei Tarek sehr eng dabei. Tarek Buchmann, der ja auch hier in Nürnberg ist, und hat jetzt natürlich an Xabi auch mit übernommen. Ich bin auch ein bisschen dabei beim Xabi, weil ich da auch bei dem Wechsel ein bisschen dabei war. Ja, Timo ist da in ständigen Kontakt und auch mit mir natürlich, mit dem Club, auch mit dem Trainer einen sehr guten Austausch, mit Miro Klose, der auch ein bisschen eine Bayern-Vergangenheit hat natürlich. Und von dem her läuft das sehr gut. Also wir geben ihm da die volle Unterstützung natürlich, müssen dann auch immer wieder mal ein bisschen abfedern, wenn vielleicht einmal weniger Einsatzzeit war oder sowas, aber es sind alles ganz normale Themen. I have a really good connection with both, and I like them very much. Meinen Eltern schaue ich immer, wenn die Aufstellung rauskommt, ob Xavi spielt. Und jetzt war es ja letzte Woche mal, dass er spielen durfte. Wenn es jetzt am Ende noch die letzten Spiele so gut läuft und er vielleicht jetzt noch öfter starten kann, das wäre ja super. Also allein zweite Bundesliga zu spielen, ist, glaube ich, für ihn auch richtig gut. Wir sind auch gut in Kontakt, wir schreiben öfters. Er war auch jetzt vor kurzem in München und da haben wir uns auch kurz gesehen. Und das freut mich natürlich für Xavi, weil er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Es sind halt immer die Schritte, die man gehen muss, wenn man im Profifußball halt ankommen will. Und ja, ich sag so, das ist mal jetzt der erste Step, und ich hoffe, dass er beim nächsten Spiel dann wieder von Anfang an spielt und dann wieder seine Leistung zeigt. Seit letztens habe ich mich halt verletzt beim Training, dann bei der ersten, und bin jetzt raus vorerst. Kriegst du eigentlich Muskelkater schon irgendwo? Nein, Also, gar nicht. gar nicht. Oh. Als ich von der OP gehört habe, habe ich erstmal auch einen Schock bekommen, klar. Aber ja, ich hoffe, dass es einfach jetzt alles gut läuft und relativ schnell geht und er dann auch zur Vorbereitung eventuell oder halt dann schnell im Sommer wieder fit sein kann. Wie ist denn so das Gefühl vom Anspannen? Also es ist besser über die Wochen geworden. Okay, aber noch nicht gleich. Aber ja, das ist schon gleich, aber ich merke schon, dass es nicht so viel ist. Ich finde, mental hat es nicht viel mit mir gemacht, weil ich war ja schon mal verletzt, ich hatte die ganze Situation schon mal. Und deshalb wusste ich auch direkt, wie ich damit umgehen soll. Habe mir dann Hilfe von meinen Mitmenschen gesucht, von meiner Familie. Und ja, es ist mir eigentlich gut gelungen. Jetzt freue ich mich, wenn ich bald wieder zurück bin und versuche bei der Reha Gas zu gehen, damit ich bestmöglich wieder fit werde. Selbe Spiel hier, gell? Ähnlich wie beim Streckenbeugen mit der Socke. Ja. Ja, nimm dir die Zeit nochmal oben. So, spitz dran. Ja. Er zieht sein Ding jetzt einfach durch. Er weiß, ich muss das und das machen. Hat die Situation, so wie es ist, akzeptiert, aber auch von Tag 1, wie ich ihn jetzt gesehen habe. Also da ist er wirklich deutlich gefestigt und weiß auch, okay, es ist nicht immer alles nur Spaß, sondern auch mal Arbeit. Macht nicht immer nur Spaß. Ja. Deshalb deutlich positiver auch. Ja, das muss man schon sagen.
Hast du noch irgendeine Übung oder irgendwas im Alltag, wo du denkst, boah, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig? Jetzt mal nicht kicken, aber einfach das, was du im Alltag machst? Eigentlich nicht. Okay. Da fühlst du überall gut und sicher. Ja. Sehr gut. Letztes Jahr habe ich schon so jemand gebraucht, der mich motiviert, so sage ich mal. Aber dieses Jahr weiß ich ja schon alles, wie es so abläuft. Und da brauche ich keinen, der mir extra sagt, dass ich Gas geben soll. Aber wenn es der Philipp macht oder ein anderer Base zum Beispiel, dann gibt es mir natürlich auch extra Motivation. Aber ich kann mich schon selber gut motivieren. Hast du Gefühl, du kommst gleichmäßig hoch, Bussi? Wie bitte? Hast du das Gefühl, du kommst gleichmäßig hoch? Ja, das ist nicht so. Ja, doch. Also, Ob sich das Gefühl auch deckt damit. Bussi war, wie gesagt, ab Tag 1 eigentlich sehr positiv gestimmt. Deshalb ist da so viel zusätzlicher Input in dem Fall gar nicht nötig. In dem Fall, auch unserer Situation geschuldet, ist ja doch eher mal eine Trainingsgruppe, ist vielleicht sogar sehr heilsam sogar und auch sehr auflockernd, wenn er doch mal ein paar andere Spieler sieht, die er sonst auch sieht und nicht komplett abgekapselt ist. Sonst kann man immer wieder mal mit einsteuern, dass man ihm den Plan nochmal aufzeigt, über den wir auch vorhin gesprochen haben. Ja, schau mal, das ist das und das haben wir uns vorgestellt, du kannst dich jede Woche verbessern, das und das. Daran kannst du selber arbeiten, das hast du selber in der Hand. Und immer wenn ich selber was machen kann, glaube ich, ist die Selbstwirksamkeit einfach sehr hoch. Und wenn das passt, dann bin ich auch automatisch motivierter. Das klappt alles? ja, passt. Sehe schon, 3. Runde, ne? Ja. Sehr gut. Und jetzt ist es perfekt. Der FC Bayern München, vorzeitig deutscher Meister, zum 35. Mal insgesamt. Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaft von Winning Company. Was für eine fantastische Bundesliga-Saison. Das motiviert mich halt dann auch, wenn man so sieht, dass wir Meister geworden sind für die neue Saison, dass ich einfach Gas geben soll oder muss und dann so zeigen, was ich drauf habe. Ich habe schon so einige Freunde, meine Tante, mein Onkel gratuliert und die ganze Fam natürlich. Schon was Geiles, dann auch so deutscher Meister zu sein. Weil sonst kennt man das eigentlich nur so vom Fernsehen. Und dann jetzt so selber auch Teil zu sein, ist schon was Geiles. It's really nice, of course. Deutscher Meister ist cool. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr krass bewundernswert auf jeden Fall. Ja, es macht auf jeden Fall Hoffnung, dass man halt auch seine Spielminuten hier kriegen kann. Und ja, bei der Verfassung, ich glaube, da muss man nicht viel sagen, in welcher Verfassung die Profis gerade hier sind. Also es macht einfach Hoffnung, dass man ja, sich selber da ein bisschen reinspielen kann und auch selber ein paar Minuten sammeln kann. Ich freue mich schon sehr für Tim, weil er schon jetzt etwas länger draußen war. Und ja, wenn ich sehe, dass er wieder auf dem Platz ist, dann motiviert mich das auch, weil er war jetzt, glaube ich weiß nicht, wie lange er raus war, aber schon etwas länger. Und ja, also für mich selber persönlich motiviert mich das, wenn ich halt andere Reha-Spieler sehe, wie die rausgehen und immer mehr und mehr Schritte machen können. Und ja, das sauge ich dann alles auf und versuche das dann auch so dann positiv aufzunehmen mit der. Ich bin offiziell raus jetzt aus der Reha und ja, ich freue mich richtig. Tim hat jetzt letzte Woche die letzten Platzeinheiten bei uns absolviert, wo er wirklich gesprintet ist, maximal in Richtungswechsel gegangen ist, Flanken geschlagen hat, geschossen hat, alles, was man sich eben so vorstellen kann. Dementsprechend platt war er auch, aber da hat er gut gearbeitet. Ich war auf jeden Fall sehr glücklich. Ich habe jetzt 4 Monate oder 5 Monate den Rasen gar nicht gesehen. Am Anfang war es dann schon noch ein bisschen so, ich habe mich am Ball ein bisschen unsicher gefühlt, aber das hat sich dann relativ schnell gelegt. Eine Sache, die halt immer noch so ein bisschen da mitspielt, ist noch immer der Kopf. Also einerseits will ich natürlich wieder am liebsten die ganze Zeit noch auf dem Platz stehen, aber trotzdem habe ich immer noch so im Kopf dann am Anfang noch so eine kleine Hemmschwelle gehabt, wo ich immer ein bisschen Schiss hatte. Ja, hält der Fuß und passt alles, und auch wenn ich schnelle Abstoppbewegungen mache oder schnell beschleunige, passt das alles. Von daher war es ganz gut. Also es war jetzt ein gutes Maß, würde ich sagen. Ich war oft in der Woche auf dem Platz, aber jetzt auch nicht zu lang. Es hat mir, glaube ich, ganz gut getan, aber war jetzt auch nicht zu viel, dass ich jetzt sage, von meinem Kopf her schaffe ich das jetzt nicht, weil ich mir zu viel Gedanken mache, ob der Fuß wirklich hält. Also es war so eine Mischung, würde ich sagen.
Jetzt natürlich in dieser Verletzungszeit konnte man sich ein bisschen mehr auf die Schule konzentrieren. Man hat ein bisschen mehr Zeit gehabt, die man halt so im normalen Alltag, sage ich jetzt mal, nicht hätte. Also ich mache noch mein Abitur. Geplant ist, dass ich mein Abitur nächstes Jahr schreibe, wegen der Online-Schule. Ich mache die Online-Schule an so einem Institut in Hamburg. Genau, ich kriege meine Materialien zugeschickt und bin dann einfach selber dafür verantwortlich, die zu machen. Muss dann halt auch die Sachen einreichen und die werden dann auch kontrolliert. Aber ich habe hier sozusagen keinen Ansprechpartner von der Schule, mit dem ich halt Sachen besprechen kann. Deswegen probiere ich das jetzt auch, wenn ich wieder hier an der Sebener bin, hier 2 Tage die Woche ein bisschen Nachhilfe zu nehmen. Meine Eltern unterstützen mich 100% immer, also egal was ich tue. Es gab schon viele schlaflose Nächte, wie ich damals schon gesagt habe, glaube ich. Es war dann die Zeit, wo es halt viel mit Befreiungen ging und das ging halt dann von meiner Schule nicht mehr so ganz. Von meiner ehemaligen Schule haben es dann auch ein paar Leute auch so gemacht wie ich, ein paar Sportler. Und dann haben wir uns eigentlich relativ schnell darauf geeinigt. Trotzdem war es halt dann immer noch im Hinterkopf so ein kleines, ja, was heißt Problem, halt so einfach, es war einfach schade, weil ich glaube, ich mein Abi auch ganz gut durchziehen hätte können. Natürlich mit den ganzen Befreiungen und so wäre es stressig geworden, auch mit dem Lernen jetzt, aber so wie es jetzt gelaufen ist, passt es auch und für meine Eltern auch und ja, es wird schon. Ich bin natürlich noch nicht bei 100%, immer halt noch jetzt vorsichtig sein, noch nicht jetzt zu viel machen, dass da auf jeden Fall nichts mehr zurückfällt oder dass ich halt auch keine anderen muskulären Sachen bekomme. Aber ich glaube, das übergeordnete Ziel wird sein, dass ich bis Sommer ganz fit werde und dass ich dann auf jeden Fall fit in die Sommerpause gehe und dann zur neuen Saison halt in die Vorbereitung wieder mit 100% starten kann. Yeah, for me it was a little bit like I never did this, you know, like I never saw 2 teams where I could play in both teams, so yeah, it was really nice and yeah, I like to play, but today I didn't play. Und jetzt die Chance und das Tor! Gashi! Fuchs, der geht aber direkt weg. El Hadja macht's. Traumtor! Im Winter hat sich, glaube ich, sehr viel getan in der Mannschaft. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir geben zu einfach Sachen her. Und wenn sich halt sowas anhäuft und man dann auswärts nochmal irgendwie dreckig in der letzten Minute verliert oder so, dann zieht sich das halt so ein bisschen durch und ist halt auch schwer, dann diesen Wurm irgendwie ein bisschen rauszubekommen. Jetzt nicht noch einkassieren. Kusanovic, ja. Also ich würde sagen, den geben wir mal Kusanovic, sein zweiter, weil der wäre auch ohne den Fuß von Janda im Tor gelandet. Also dass das jetzt so deutlich wird, das haben die Bayern nicht verdient, weil sie echt eine starke zweite Hälfte gespielt haben. Wie gesagt, nicht leicht für das Team, nicht leicht für die Trainer. Ich glaube, man muss einfach dranbleiben und dran glauben und dann werden es hoffentlich noch ein paar erfolgreiche Spiele für uns diese Saison. Yeah, for me it was really nice to meet the Jungs. I missed them a lot before and yeah, it was really nice to meet them. Es ist schwer, so viele Spiele zuzuschauen. Ja, also ich kann es gar nicht so beschreiben. Man will einfach mitspielen und man fühlt sich schlecht ein bisschen. Und ja, also kann einfach nur Danke sagen, dass diese Leidenszeit jetzt vorbei ist und dass ich jetzt wieder auf dem Platz wenigstens bin. Einfach stärker zurückkommen und mental halt stark bleiben, damit, wenn ich wieder da bin, dann auch alles wieder so läuft wie davor. It's normal when you become in a new team, like first weeks is difficult and yeah, I felt like I didn't play it. Of course, like a football player, you are angry and all this because it's normal because everybody wanna play, but in the end I needed to keep going and fight, and I think if you work hard then it pays off, of course. And I'm really happy about my last week and the start of debut, and
keep going, hopefully more.